Bern auf 95,6 MHz. Und mega herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Alfreds Waschmaschine. Sendung über internationale Politik, locker und kontrovers diskutiert in einer heiteren Stammtischrunde. Unsere Informationen beziehen wir aus dem Internet via E-Mail, Facebook und anderen Social Medias. Wir, das sind der Henri, hier links von mir, daneben Zaya, heute außerordentlicherweise ohne Spürhund Oya. Ich bin der Alfred und begrüße hier ganz herzlich im Studio unseren Gast, Kevin Eckel, Geschichtsstudent der Uni Bern, Spezialgebiet Osteuropa. Unsere heutigen Themen sind der Krieg in Jemen, Beitrag von Henri über die Waffenindustrie und im letzten Teil Alfreds Waschmaschine live. Ja. Seit dem September 2014, seit mehr als 3 Jahren, tobt im Staat Jemen ein blutiger Krieg, der in den Medien weitgehend ist vergessen wurde. Kevin, kannst du uns kurz berichten, was ist da die Vorgeschichte zu dieser Auseinandersetzung im Jemen? Ja, also das Staatsgebiet von Jemen existiert also in der heutigen Form seit den 90er Jahren. Vorher hat es eigentlich 2 Teile gegeben, also der Nordjemen, der konservativ-nationalistisch geprägt war, und der Südjemen, dort hat es so etwas wie ein sozialistisches Experiment gegeben. Der damalige Präsident Saleh hat dann eben die 2 Teilstaaten sozusagen wieder zusammengeführt und nachher die Republik Jemen gegründet. Und der Saleh hat es eben zustande gebracht, dass er 30 Jahre an der Macht geblieben ist, über 30 Jahre. Mhm. Und erst 2012 ist nachher der letzte Präsident, bevor der Krieg ausgebrochen ist, gewählt worden, der Hadi. Der Hadi, genau. Genau, und der ist nachher von den Houthi-Rebellen gestürmt worden. Die Houthi-Rebellen, das ist eine paramilitärische, schiitische Organisation, die vom Iran unterstützt wird. Wird einmal behauptet, oder? Wird einmal behauptet, genau, ja, richtig. Ja, und den haben sie im Prinzip dann abgesetzt, weil sie eben jetzt in den Präsidentenpalast sind gestürmt. Und er selber, also der Hadi, ist dann in Südjemen geflohen, in die Stadt Aden. Und auch, wo dort die Lage langsam brenzlig für ihn geworden ist er dann nach Saudi-Arabien geflohen. Und hat dort dann die Saudis gebeten, in Jemen einzugreifen. Genau, richtig, ja. So ist das. Was völkerrechtlich auf ganz dünnem Eis ist, ja, weil er ja eigentlich nicht mehr Präsident war. Also es gibt bis heute kein Mandat für die Koalition, die da militärisch interveniert, die geführt wird von den Saudis. Also, genau. Ist es klar. Hat Saudi-Arabien für das Interesse gehabt, da einzugreifen? Also sie ja sunnitisch prägt, oder hat das jetzt genau für einen Zusammenhang? Das ist noch eine schwierige Frage, oder? Das ist noch eine schwierige Frage. Es gibt da im Monde Diplomatique, Zeitung, die ich sehr empfehlen kann, hat ein Grund ist angegeben, dass dann gerade ganz kurz vorher der neue saudische König ist an die Macht gekommen. Und der Laurent Bonnefoy in der Monde Diplomatique meint, der Einmarsch von den Saudis könnte dazu gedient haben, 2015 am neuen König Salman eine Legitimation zu verschaffen. Das heisst, man ist handlungsfähig, dass er das zeigen wollte. Auf uns könnt ihr erzählen, wir sind hier ohne Player. Ja. Vielleicht auch noch zum Sagen, eben, der Saleh ist gestorben, etwa 4. Dezember nimmt man an. Der ist also nachher, von den Houthis ermordet worden. Und der hat sich auf die Seite der Houthis geschlagen, beziehungsweise mit denen ein Bündnis ist er eingegangen und hat dann zusammen gegen die saudischen Kräfte dort gekämpft. Und nachdem er hat, Verhandlungen aufgenommen mit den Saudis, haben dann die Houthis ihn ermordet. Also ist das dann auch dort wieder zu einem Bruch gekommen. Ah ja. Jetzt, man kann da zu diesem Krieg auch sagen, dass abgesehen davon, dass niemand ein besonderes Interesse daran hat, dass jetzt dort Tausende von Toten wieder produziert werden, dass die humanitäre Katastrophe ausgebrochen ist. Da kann man auch noch sagen, dass keine von diesen Kriegsparteien sich an die internationalen Konventionen halten. Und obwohl Saudi-Arabien beschuldigt wird, grösste Kriegsverbrechen zu begehen, der Westen, vor allem die USA, England und Frankreich, den Saudis Waffen liefert. Man erinnert sich vielleicht da an den 110 Milliarden Deal, den der Trump dieses Jahr mit den Saudis
geschlossen hat. Ja, kannst du noch ein bisschen Details bringen dazu? Also, was in diesem Rüstungsvertrag drin ist, sind zum Beispiel eben Präzisionsbomben, die eben die Saudis so jetzt vermehrt eingesetzt haben in diesem Krieg in Jemen. Und es sind ja drin Schiffe, die sie geliefert bekommen, und die brauchen sie dann auch wiederum für Patrouillen im Persischen Golf. Und dort gibt es ja jetzt seit langem eine Blockade, wo auch daran gehindert wird, dass humanitäre Güter ins Land hineinkommen. Ja, die dann auch dazu führen, dass 20 Millionen Jemeniten Hunger leiden. Also das sind 2/3 der Bevölkerung. Und Cholera-Anfälle haben sie auch sehr viel, oder? Genau. Es ist die grösste jemals beobachtete Cholera-Epidemie mit 600'000 Verdachtsfällen. Schon unglaublich. Médecins Sans Frontières hat jetzt etwa 100'000 kurieren schon. Ja. Und da kannst du vielleicht gerade noch das bringen. Genau, und die gleichen haben jetzt gerade gemeldet, also die Ärzte ohne Grenzen, dass jetzt in Jemen Diphtherie ausgebrochen ist, und man hat jetzt schon 28 Todesfälle, und das sind vor allem Kinder unter 15 Jahren betroffen. Und man nimmt an, dass es jetzt etwa 318 Fälle gibt von Diphtherie. Und das Problem ist eben dort, dass sie, obwohl die Krankheit eigentlich heilbar ist, dass sie die Medikamente nicht ins Land reinbringen. Ja. In Monatszeitung Le Monde Diplomatique hat es noch eine andere Schlagzeile gegeben. Kalkül und Katastrophe im Jemen. Von Katastrophen haben wir jetzt viel gehört, von der Krankheit, die es gibt, von den Waffen. Was könnte aber das Kalkül gewesen sein? Aber auf der einen Seite haben die Saudis dort sicher ein Interesse dran. Sie haben sicher gar kein Interesse an dem jemenitischen Frühling gehabt, der ja eine Demokratisierung angestrebt hat. Ich kann vielleicht in Erinnerung rufen, dass das saudische Regime ein autoritäres, autokratisches Regime ist. Also geht in Richtung Diktatur von den saudischen Königsmitgliedern. Und das meint jetzt der Laurent Bonnefoy eben, dass es vielleicht innen auch ein bisschen Profilierungsmöglichkeiten gegeben, diesen neuen Königen, dem neuen König und seinem Sohn, der ja Kriegsminister ist worden. Und dann ist es von Anfang an auch darum gegangen, eben die gemässigte Al-Islam-Partei zu schwächen, die während dem jemenitischen Frühling eine sehr starke Rolle gespielt hat, eine friedliche Rolle gespielt hat, sind Muslimbrüder. Und, als gemässigte, kann man sehr sagen. Gemässigte, ja, die eben auch eine Demokratisierung haben wollen vom Land. Und, aber da hat vielleicht die Waffenindustrie nicht so Freude gehabt, oder, dran. Also die Waffenindustrie wollte ja Gewinn machen, oder? Das ist ja noch erwähnt worden. Le Monde Diplomatique ist das gleiche Problem. jeder Krieg ist für die Waffenindustrie